Herzlich willkommen auf dem Kanal Spirituelles Wissen, schön, dass du heute wieder hier bist. Lass mir gern ein Like da. Danke dafür. Heute widmen wir uns einem besonderen Thema, dem großen Thema des Schicksals. Es gibt dazu heute schockierende Neuigkeiten für die meisten von euch. Ich bin gespannt, was die Neuigkeit mit dir macht. Denn darüber, was ich dir gleich erzählen werde, machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Angelehnt ist es an eine frühere These von Kurt Tepperwein. Jetzt starten wir mal durch. Du möchtest bestimmt endlich wissen, was ich meine. Also, setz dich und halt dich gut fest. Wenn du heute noch glaubst, dass dein Körper einfach willkürlich macht, was er will, oder dass dir deine Beschwerden und Krankheiten jemand geschickt hat, das Universum oder der liebe Gott, der Heilige Geist oder wer auch immer, dann wird dir dieses Video wahrscheinlich mächtig die Augen öffnen. Wenn du bereit bist, endlich mal richtig hinzuschauen, dann kann es sein, dass es dein Leben verändert und vor allem deinen Horizont erweitert. Und das hoffe ich. Starten wir mal so. Vergiss ab sofort das Wort Schicksal. Das ist nur etwas für Opfertypen. Das ist für Menschen, die glauben, dass sie nur reagieren können auf das, was ihnen präsentiert wird, geschickt wird, während das Leben mit ihnen pauschal macht, was es will. Ich sag dir noch ein Geheimnis. Es gibt kein Schicksal. Der Begriff ist komplett falsch gewählt. Es gibt jedoch das Machsal. Denn Krankheit passiert nicht einfach so. Sie spiegeln deine bisherigen Entscheidungen. Krankheit ist nicht plötzlich da, weil du hier und da mal Pech hattest oder weil dein Körper kaputt ist. Krankheit ist selbst geschaffen, also dein eigenes Machsal. Und bevor du jetzt ausschaltest, bleib kurz noch hier, denn ich erkläre es dir ausführlich. Und das, was ich dir jetzt gleich erkläre, hat bei vielen Menschen, die das verstanden haben, schon alles zum Positiven hin verändert. Erste Information für dich: Die Krankheit, egal welche, beginnt nicht im Körper. Sie beginnt im Geist. Genauer noch, sie beginnt in deinem Energiefeld, in deinem Bewusstsein. Denn alle ungelösten menschlichen Konflikte führen unweigerlich zu Krankheiten. Ungelöste Konflikte heißt, dass da noch etwas mit jemandem oder einer Situation offen ist und nicht geklärt wurde. Du denkst in Dauerschleifen darüber nach und grübelst, zweifelst und bist nicht glücklich mit der Situation. Und davon gibt es in den Leben der Menschen noch viel mehr Beispiele für offene Konflikte. Ich erkläre es dir am Beispiel des Mahnwesens, dann kann man es leichter verstehen. Im Mahnwesen läuft es ja folgendermaßen. Also erst einmal kommt die Rechnung, wenn du diese ignorierst, kommt die erste Mahnung und dann die zweite und dritte. Danach kommt es zum Prozess. Stell dir das Übertragen auf die Krankheiten also so vor. Du bekommst eine Rechnung für etwas. Das bedeutet, du hast einfach einen Gedanken, eine Eingebung, eine Idee, einen inneren Impuls, im Sinne von irgendetwas stimmt in meinem Leben gerade nicht und ich weiß oder fühle, ich müsste etwas in meinem Leben verändern. So ein Gefühl von, das tut mir nicht gut. Ich müsste mich trennen, kündigen, Sport machen oder etwas anderes. Es kann eine Beziehung, einen Job, ein ständiges sich verbiegen oder einen alten Schmerz aus Kindertagen betreffen. Du spürst ganz zart, ich sollte da was ändern. Die Komfortzone ist aber zu groß und die meisten Menschen sind zu bequem für Veränderung oder sie haben Angst davor. Du machst also lässig, wenn auch leicht beeinträchtigt, weiter, wie bisher. Du funktionierst und sagst dir, ach, das wird schon irgendwie wieder. Und so nehmen die Krankheitsprobleme ihren Lauf. Bis jetzt wäre alles noch ohne körperliche Beschwerden zu lösen gewesen, aber du hast dich anders entschieden. Du hast also nichts verändert und dann kommt, nach einer Weile, also nach ein paar Wochen oder Monaten, die erste Mahnung. Das geht nun über auf die körperliche Ebene und es ist da zuerst noch ein mildes, körperliches Symptom. Leichte Rückenschmerzen, eine Erkältung, Schlafprobleme oder Hautprobleme. Alles noch nicht wirklich schlimm. Aber es sind Zeichen deines Körpers an dich, die du permanent wegdrückst und ignorierst. Dein System funkt dich deutlich an. Hallo, da stimmt was nicht. Schau hin, ändere etwas. Der Körper hat keinen eigenen Mund, er kann nicht mit dir sprechen, also muss er sich über Symptome bemerkbar machen. Und was machen die meisten? Sie ignorieren die Botschaft des Körpers. Ignorieren ist leider sehr weit verbreitet. Ach, da gehe ich mal zum Arzt, der hat da sicher etwas dagegen. Ich hole mir einfach mal Tabletten oder eine Creme. Doch das ist zu 100% die Verantwortung abgeben und raus aus der Selbstverantwortung. Aber es geht ja immer ums Weitermachen, ums Funktionieren. Doch der Preis dafür ist hoch. Dann kommt, wieder nach einer Weile, die zweite Mahnung. An sich keine Überraschung, aber die Menschen wundern sich darüber und sagen, plötzlich kam eine Krankheit, es war aber nicht plötzlich, sondern längst angekündigt. Der Körper spricht jetzt lauter und deutlicher zu dir. Jetzt wird's ernster. Schmerzhafte Entzündungen, Zysten, Myome, kleinere Operationen und Eingriffe werden nun notwendig, Knoten bilden sich. Du kannst den Schmerz manchmal kaum noch wegdrücken, musst viel liegen oder kannst dich nicht mehr frei bewegen.
Nun sind permanent Schmerzmittel angesagt. Und wenn du dann immer noch nicht hinschaust und etwas veränderst? Ja, dann kommt natürlich die dritte Mahnung. Dann legt es dich richtig lahm. Dann kommen richtig starke Schmerzen, massive, chronische Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, Krebs, Multiple Sklerose. Und wieder ist der Schreck groß. Du kannst nun nicht mehr am normalen Leben deiner Familie und Freunde teilnehmen. Das Leben stellt dich komplett auf den Kopf und nimmt dich aus dem Verkehr. Nicht aus Strafe, sondern aus Liebe, weil du es sonst nicht checkst, dass du etwas verändern sollst. Klingt komisch, ist es aber nicht. Und das ist keine Schuld, denn Schuld gibt es im gesamten Universum nicht, nur auf dem Planeten Erde. Die Schuld ist menschengemacht, weil keiner Verantwortung übernehmen will. Es gibt wirklich nur Ursache und Wirkung. Wenn dir die Wirkung, also der Erfolg nicht gefällt, musst du die Ursache verändern. Es ist eine Chance, denn was du selbst erschaffen hast, kannst du auch auflösen. Mit Klarheit und mit Hinfühlen. Mit echter innerer Arbeit. Ich begleite Menschen genau dabei, zum Beispiel mit Akasha-Readings, mit Aura-Chirurgie und mit anderen Methoden. Denn es gilt immer, dass man die Ursache finden sollte und sie dann auflösen kann. Und ich habe es oft genug gesehen. Heilung beginnt da, wo du die Verantwortung zu dir zurückholst. Selbstverantwortung ist das Stichwort. Nicht, der Arzt wird das schon richten, nein. Wenn du das Gefühl hast, dein Körper ruft dich, dann hör zu. Denn ist es erst deine erste Mahnung oder vielleicht schon deine dritte Mahnung? Was danach kommt, möchtest du noch weniger hören, als das, was bisher hier schon gesagt wurde. Auf jeden Fall ist es ein Weckruf für dich. Du bist kein Opfer, du bist nicht machtlos, du bist ein Schöpfer, und du darfst sagen, ich nehme mein Machsal in die Hand. Wenn dich das berührt hat, du also die Wichtigkeit dahinter erfasst hast, schreib mir in die Kommentare. Ich übernehme mein Machsal. Teile dieses Video mit Menschen, die gerade glauben, es gebe keinen Ausweg. Den gibt es nämlich, und wenn du fühlst, dass ich dich ein Stück weit auf deinem Weg begleiten darf, dann findest du den nächsten Schritt für dich in der Beschreibung unterhalb vom Video. Lass mir gerne ein Like und ein Abo hier. Danke dafür. Ich bin hier und ich erinnere dich an deine Macht. Nicht weil es schön klingt, sondern weil du sie brauchst, um endlich frei zu sein. Mach es gut, sei authentisch, ehrlich mit dir selbst und vor allem, höre auf deinen Körper. Bis bald.